Die müssen sehr fein sein, die Oberflächen, gerade wenn man danach geht, Reflexion und Lichtbrechung und so weiter, da würden geringste Unebenheiten stören. Höchste Genauigkeit, höchste Präzision an die Bauteile, weil wir hier im Nanometerbereich reproduzieren müssen. Hallo, herzlich willkommen beim Reiztech Videoblog. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. In der letzten Folge habe ich mich mit René über die Branche der Halbleiterindustrie unterhalten. Eine sehr interessante Branche mit großen Herausforderungen. Heute geht es um die optische Industrie. Einmal René, vielen Dank, dass du nochmal zu mir ins Studio gekommen bist. Ich freue mich immer, wenn du mich einlädst. Das freut mich sehr. Ich werde es wieder tun, versprochen. Die optische Industrie. Erzähl mal, was genau gehört denn da überhaupt dazu? Die optische Industrie, da gehört die Feinmechanik dazu. Das sind Sensoren, Laser und so weiter. Da gehört die Bearbeitung von Linsen dazu, Mikroskope sind hier mal genannt, oder von optischen Bauteilen wie Prismen und so weiter. Und das wird natürlich dann auch alles benötigt für die zuletzt besprochene Halbleiterindustrie, weil diese Produkte aus der optischen Industrie finden auch dort ihre Anwendung. Also bei Linsen kann ich mir ja vorstellen, die sind wahrscheinlich, wie du schon sagtest, in Mikroskopen drin und so. Wo kommen denn Prismen überhaupt zur Anwendung? Ja, Prismen, die dienen ja zur Umlenkung beziehungsweise auch zum Filtern von Licht. Oh wei, Physik. Die finden ihre Anwendung zum Beispiel in Lasern unterschiedlicher Wellenlängen, die dann herausgefiltert werden, mal so ganz grob. Das klingt für mich, als wäre es eine Branche, die ganz besonders auf Präzision setzt. Stimmt das? Das ist eine Branche, die besonders auf Präzision setzt und ähnlich wie die Halbleiter von den Anforderungen ist. Auch hier bewegen wir uns im Genauigkeitsbereich von Nanometern. Und ja, aus dem Grund sind die Genauigkeiten von Halbleiter und optischer Industrie zu vergleichen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich aufgepasst habe. Ein Nanometer sind 1000 Mikrometer. Richtig. Dein Haar müsste quer, also in der Dicke, 30.000 Mal gespalten werden, um 2 Nanometer darzustellen. Also ist quasi die Genauigkeitsklasse eigentlich dann die gleiche wie in der Halbleiterindustrie? Ist das richtig? Ja, das kann man unbedingt vergleichen. Okay. Welche Anforderungen hat die Branche denn an eure Produkte? Die Anforderungen sind ähnlich wie in der Halbleiterindustrie. Höchste Genauigkeit, höchste Präzision an die Bauteile, weil wir hier im Nanometerbereich reproduzieren müssen. Das heißt, genau, also Reproduzierbarkeit, Serienproduktion in dem Fall. So meinst du das? Auch so, die Maschinen, die müssen, um die Genauigkeiten von Chips und so weiter zu gewährleisten, extrem genau positionieren. Ne? Eine andere Sache sind natürlich auch die Oberflächen von den Bauteilen. Die müssen sehr fein sein, die Oberflächen, gerade wenn man danach geht, Reflexion und Lichtbrechung und so weiter, da würden geringste Unebenheiten stören. Aus dem Grund ist es erforderlich, dass die Oberflächen sehr fein sind. Das bedarf Maschinen, die absolut schwingungsdämpfend arbeiten. Und somit sind wir wieder bei den grundlegenden Eigenschaften vom Granit, also sehr gute thermische Eigenschaften. Das betrifft sowohl die Wärmeausdehnung wie auch die Wärmekapazität und die Schwingungsdämpfung. Ist diese Oberflächengenauigkeit, die du gerade gesprochen hast, ist das die sogenannte Oberflächengüte, die ich mal gelesen habe, als ich mich in das Thema eingearbeitet habe, oder ist das was anderes? Man kann da auch von Oberflächengüte sprechen, ja. Also die Oberflächengüte, Oberflächenqualität hatten wir besprochen. Gibt es noch andere Anforderungen, die die optische Industrie stellt? Ja, die Anforderung an die optische Industrie ist natürlich auch in der Miniaturisierung zu finden. Und nehmen wir einmal unser Handy. Wir haben im Handy mittlerweile 5 Kameras oder auch mehr. In der Baugröße vom Handy, was da alles verbaut ist an
Mikroprozessoren und an optischen Bauteilen. Das bedarf natürlich extrem kleinen Bauteilen und ja, wir wissen nicht, wie weit die Entwicklung geht, was unser Handy später alles noch kann und welche Anwendungen da noch aufgenommen werden. Das geht immer weiter. Den Hinweis hattest du mir bei der Halbleiterindustrie ja auch schon gegeben. Das heißt, da ist bei der optischen Industrie auch ein Überschneidungspunkt wieder. Ja. Okay. Welche Herausforderungen siehst du denn auch bei der optischen Industrie jetzt? Du sagst, alles wird kleiner, Miniaturisierung. Gibt es noch was? Ja, genauer. Alles wird genauer. Das heißt, wir fertigen Mikrochips mit 2 Nanometer Struktur. Das heißt, die müssen auch gemessen werden. Ja, die Auflösung der optischen Geräte muss entsprechend hoch sein. Also außer diesen Genauigkeitsanforderungen, die du mir gerade genannt hast, bei der optischen Industrie, welche Ansprüche gelten noch zum Beispiel für den Werkstoff Granit? Ja, der Granit kommt da zum Einsatz auch wieder aus verschiedenen Gründen. Es gibt ja verschiedenste Bearbeitungsmöglichkeiten, vom Lasern über Schleifen, Polieren und da werden auch Emulsionen eingesetzt. Und hier ist halt auch der Vorteil des Granites in den nicht leitenden Eigenschaften zu sehen, beziehungsweise auch in der chemischen Beständigkeit. Ich habe gelesen, dass in der optischen Industrie sehr viel mit unterschiedlichen Materialien bei der Herstellung gearbeitet wird. Ich glaube, auch da kann der Granit ja ein guter Werkstoff sein, um das zu kompensieren oder den unterschiedlichen Anforderungen dieser Materialien gerecht zu werden. Ja, genau. Das spielt eigentlich in die chemische Beständigkeit hinein, weil wir bearbeiten, oder nicht wir, die Anlagen unserer Kunden, die bearbeiten später Glaswerkstoffe, die bearbeiten keramische Werkstoffe, auch Kunststoffe. Dort kommen natürlich die verschiedensten Medien zum Einsatz. Und da ist der Granit sehr gut beständig. Die Teile werden zerstörungsfrei geprüft auf Qualität. Und dort kommen zum Beispiel auch so X-Ray-Messmaschinen zum Einsatz. Und auch hier hat der Granit wunderbare absorbierende Strahlungseigenschaften. Ja, gerade für so Strahlungsabsorbierende Eigenschaften, so heißt es. Okay. René, du hattest mir in dem letzten Videoblog über die Halbleiter erklärt, dass viele der Produktionsschritte dort im Reinraum stattfinden. Ist das in der optischen Industrie auch so? Jein. Es gibt natürlich auch Anwendungen im Produktionsprozess in der optischen Industrie, die in Reinräumen stattfinden. Das betrifft Montage von Feinmechaniken, Lasern, Sensoren und so weiter. Aber es gibt natürlich auch Produktionsverfahren, die keinen Reinraum benötigen. Und das sind dann zum Beispiel Laseranwendungen oder auch Schleif- oder Polieranwendungen. Also für all die Anwendungen fertigt ihr ja dann für eure Kunden die Granitbetten und liefert die auch. War es das dann schon? Also die Produktion der Granitbetten ist natürlich der Hauptbestandteil unserer Produkte, aber darüber hinaus bieten wir den Kunden natürlich auch an, Baugruppen zu montieren. Dafür steht uns unter anderem auch ein Grauraum zur Verfügung, beziehungsweise übernehmen wir auch Komplettmontagen bis zur Entwicklung von Komplettsystemen, von hochpräzisen Komplettsystemen für die Kunden und beliefern diese dann damit. Darüber hinaus unterstützen wir die Kunden auch servicetechnisch. Das heißt, wenn der Kunde möchte, dass wir ihm bei dem Aufstellen der Anlage am Verbringungsort unterstützen, dann machen wir das und bieten auch an, dann vor Ort die Geometrie abzunehmen. Das heißt auch einmessen dann quasi vor Ort, genau. Okay. Wir vermessen dann vor Ort die Geometrie und protokollieren das für den Kunden. Wenn ihr so Komplettsysteme anbietet, wir hatten schon mal drüber gesprochen, ist es ja eigentlich für euch und im Umkehrschluss für den Kunden auch am besten, wenn er euch möglichst früh in die Entwicklung einbezieht, ne? Auf jeden Fall. Das ist gerade der Granit hat konstruktiv Eigenheiten hinsichtlich der Fertigung und die sollten sehr zeitig berücksichtigt werden. Das heißt also schon in der Konzeptphase
sollte da Rücksprache genommen werden. Ja, also immer schön früh bei den Experten von Reitz Natursteintechnik melden. Über die Montage der Komplettsysteme oder generell Komplettsysteme und euer komplettes Leistungsportfolio können sich die Kunden und zukünftigen Kunden natürlich gern mal auf der Webseite ein bisschen informieren. Die Details dazu habe ich gerade unten eingeblendet. Lass uns noch mal auf das Stichwort Nachhaltigkeit zurückkommen. Auch da ist ja der Granit, glaube ich, eine ziemlich gute Wahl. Ja, der Granit ist sehr nachhaltig. Es ist ein Naturprodukt. Es bedarf des Abbaus wenig Energie. Der Granit ist umweltfreundlich zu entsorgen und somit ein sehr nachhaltiger Werkstoff. Und wie kann ich mir das vorstellen, wenn so ein Granitblock recycelt oder entsorgt werden soll? Also das Bett wird einfach zurückgebaut und der übrig gebliebene Granit, der kann geschreddert werden und dann zum Beispiel im Straßenbau als Fundament für Gebäude oder Ähnliches verwendet werden. Ja, das ist tatsächlich sehr nachhaltig. Jetzt haben wir wirklich sehr viele Informationen zur optischen Industrie bekommen. Ich hoffe, es war einiges dabei. Ich hoffe, alle Fragen sind beantwortet worden. Wir haben noch viele Informationen in die Shownotes gepackt. Gerne mal reinschauen. René, danke, dass du noch mal da warst. Ich wünsche dir noch einen sehr schönen Tag. Dankeschön. Ja, ich bedanke mich auch. Bis zum nächsten Mal und schauen Sie wieder rein.